Und es geht weiter. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres Let's Plays von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja engen Kontakt, wie man hier noch sehen kann in der Missionsliste. Und heute machen wir hier weiter. Boss, this contract comes from the Mbeli rebel militants. That's right. That general's fighters. Recently, one of their child soldier platoons staged an insurrection and split from the main group. Thing is, they took a hostage with them. The general's brother, his number 2. The contract is to extract both that prisoner and the leader of the renegade platoon. The message reads, I love my brother. You must bring him back to me alive. It also says this about the leader of the child soldiers. He is an excellent soldier. I want to persuade him to rejoin the ranks of the righteous. Sounds a little too forgiving for the man who ordered those kids dead at the mine. I wonder what kind of persuasion the general has in store. With that in mind, here are your objectives. First, rescue and return the general's number 2 as requested. Second, extract the renegade leader, and we'll keep him at Motherbase. In other words, extract both targets out of the region. Good luck, boss. Na, das klingt ja nach einem Spaziergang für uns. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gibt es nur eine Landezone? Alles klar. So, ja, ich sehe noch ein bisschen bloody aus von der letzten... Ja, mischen. Ich würde sagen, dann machen wir ganz kurz einen Outfit-Wechsel. Zack. Schön Schleichanzug. Und dann wechseln wir nochmal zurück. Und da sind wir wieder sauber. So schnell geht hier die Reinigung. Bleiben wir gleich so. Wir starten. Zielsichere Rache. Na, mal schauen. Your mission objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the general's number 2. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number 2 captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. Ja, ich denke, das kriegt man hin. Das haben wir ja auch das letzte Mal, als es um den guten Eli ging. Haben wir das doch ganz locker gelöst. Ich bin auf Betäubung eingestellt. Ich habe mein Gummigeschoss-Maschinengewehr dabei und die gute Bu-Standardpistole, die Betäubungsgeschosse verschießt. Ideal, denke ich. Und mit dem guten Didi an unserer Seite kann hier nichts mehr schief gehen. Die Dunkelheit gibt uns wieder einen riesen Vorteil in Sachen Infiltration. Und ich hatte letztens in einem Tipp... Okay. Das ist ja total doof. Da muss man hier echt quasi jetzt auf der Straße bleiben, oder was? Naja, wir latschen hier so ein bisschen auf der Straße lang. Erhöht wahrscheinlich das Risiko, entdeckt zu werden, aber... bevor die Mission abbricht, aufgrund dessen, dass wir ja quasi uns vom Acker machen, das wollen wir nicht. Ich hatte letztens in dem Ladebildschirm gelesen, weil ich schneide hier immer raus hier, damit das nicht so lange dauert, quasi bis es hier weitergeht, stand da. Reconnaissance is best conducted from high vantage points. I've marked a good spot on your map. Take a look at your iDroid. Das stand da jetzt zwar nicht, ja, also da stand halt da, dass es später noch die Möglichkeit gibt, die Kinder quasi auch zu extrahieren per Fulton, aber das können wir rein technisch noch nicht, das kommt aber noch. The jackal. Is that a side-striped jackal? Jackals are closely related to dogs and wolves, so much so that they can interbreed with them. In fact, the Soviets are trying to create new species by crossing them with other animals. Ich würde sagen, wir probieren mal, ob wir die nicht eingesackt bekommen. Ich glaube, ich habe nämlich noch keine Schakale. Das bringt wieder... Oh, habt ihr den Kopfschuss gesehen? Ja. Zack.
Jawohl, das waren 2 zum Streich von einem quasi. Ja, das bringt ordentlich Punkte, wenn wir die Viecher vorher noch nicht gehabt haben. 1. 2. Die jaulen. Immer wieder lustig. Die. Ach, da ist der Aussichtspunkt. Marker placed. Okay. So was hatte ich vorher auch noch nicht. Dass uns hier der Ocelot uns einen Tipp gibt, von wo aus wir die Sachen am besten ausspähen können. You have arrived at your destination. Also ist hier definitiv eine gute Stelle. Kann man nicht anders sagen. There he is. Commander, extract him. Okay, den haben wir ziemlich fix gefunden. Coole Sache. Sind das bloß die beiden? Scheinen nur die 2 zu sein. Die zeigt auch sonst keine anderen an. Wow. General's brother, his number 2. Get him out of there, boss. Da ist noch einer. Ja, klasse. Cool. Da haben wir schon... Was ist das? Klohholz? Keine Ahnung. Da haben wir ja quasi schon unsere beiden Ziele identifiziert. Dann stürzen wir uns mal ins Getümmel. Ja, das scheint ja recht easy zu werden. Cool. Aber ich erinnere mich, als wir nicht Ellie, einen Eli rausgeholt haben. Nein, also für den kleinen, blonden Spitzbuben, der uns schon ein paar Mal ins Leder wollte. Das ist auch so ein kleiner Arsch, ja. Naja. Ja, da waren die Kindersoldaten ganz schön krass drauf. Also die darf man definitiv nicht unterschätzen. Ist hier noch was? Verarsche. Nichts hier drin. Ja, also aus dem Grund bewege ich mich ja auch ziemlich vorsichtig. Die können ziemlich weit sehen. Ich denke mal, wenn es jetzt hier nämlich nicht so dunkel wäre, dann hätten wir schon richtig große Probleme. Ist auch nichts im Zelt. Ist doch gar nicht. Da kommt doch wieder das Antrieb in mir durch. Der Jäger und Sammler. Er braucht doch was zu tun. Oh, sind das Gewehrschüsse? Oh, da hinten sind noch welche. Oh, die kommen jetzt auch langsam hierher. Wenn die hier ein nach dem anderen erschnüffelt. Okay. Another group of child soldiers. No, must be a squad they had out on patrol. Security will be tighter now. Watch yourself. Alter. Eine Patrouillentrupp, ja. Wow, das sind ja noch mehr. Ah, verdammt, ey. Jetzt habe ich natürlich schon zu lange getrödelt. Boss, another child soldier has entered the village. Must have been out on patrol. Looks like they had more than one patrol out. Security will be tighter now. Watch yourself. Alles klar. Ist hier drin jetzt? Hier drin ist jetzt keiner. Oder? Ist der? Doch. Nee. Steht der da draußen? Ach, hier. Da werde ich wieder... Der ist jetzt da drin. Sieht mich schon wieder einer. Sehr geil. Die Kinder, ey, die haben es echt drauf. Nehmen wir mal das ultimative Stealth-Objekt. Ja, hier ist nichts. Geh weiter. Du hast nicht das Geringste gesehen. Jetzt guckt ihr noch zum Fenster. Da sind noch mehr. Okay. Jetzt stehen die natürlich auch alle beim Gefangenen. Ey. Scheiße, der Karton geht kaputt. Das ist bestimmt durch den Regen.
Oh nein! Kommt der hierher? Scheiße, der kommt näher. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit. Ey, das war ein Windstoß. Der scheiß Windstoß, ja. Der hat meinen Karton weggeweht. Ich fass es nicht. Ey, wie geil ist das denn? Gut, der nimmt mich nicht weiter wahr. Der andere scheint noch misstrauisch zu sein. Ja, der kommt jetzt natürlich hierher, oder was? Ja, genau. Hier ist nix. Dreh dich rum und geh. Oh nein. Er kommt trotzdem hierher. Was mache ich jetzt? Ah, verdammt. Der kommt jetzt hierher. Die werde ich jetzt niemals alle heimlich ausschalten können. Da ist unser Ziel. Oh, wisst ihr was? Ich habe hier nicht ohne Grund meine Gummigeschosskanone mit. Boah! Ja, ist ja gut. Ich bin doch dabei. Das tut überhaupt nicht weh, solche Gummigeschosse. Ich bin ganz zärtlich mit denen, ganz zärtlich. Boah, der war ja schön, ey. Der ist schön in den Dreck gefallen. Ja, wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht? Ah, den kann ich ja nicht. Geht ja nicht. Stimmt. Den muss ich so extrahieren. Mit dem Auto oder so. Oder mit ein paar Hubschrauber. Das heißt, ich müsste jetzt ja erstmal alle ausschalten. Alter Verwalter. Da ist noch einer. Komm her. Komm her. Ja. Bäm. Oh, war das böse. Okay, jetzt weg hier. Den müsste ich ja so mit dem Fallschirm rauskriegen wahrscheinlich. Nein, das geht nicht. Oh, das ist bestimmt verletzt oder irgendwie sowas, ey. Das soll sich so anstellen, die Püppi. Na gut, dann machen wir Plan B. Wir driven. Bevor die alle wieder aufwachen. Jetzt ja kein Kind überfahren, sonst ist die Mission bestimmt vorbei. So, dann holen wir mal hier Ziel Nummer 1. Nein! Ah, die andere. Ich brauche die andere Pistole brauche ich wieder. Für den Fall, dass immer einer aufwacht. So, okay. So, du kommst mit. Ups. Und du kommst mit. So, dann haut euch mal da hinten rein. Macht's euch bequem. Ich fahre. So. Okay, wo müssen wir denn jetzt am besten hier weg? Wenn ich jetzt hier lang fahre, passt das? Oder ist das eher wahrscheinlich eher eine ungünstige... Wo ist denn jetzt die nächste Landezone? Da unten ist auch eine. Ja, dann fahren wir lieber dahin, die ist näher. Wow. Boah, da muss ich jetzt immer solche Sachen auf der Dings stellen. Noch ein paar Schakale. Oh, was ist denn das Grünes? Der Gefangener. So. Der wird mir jetzt wahrscheinlich nicht wegkumpeln. Das wär's jetzt beide noch gewesen. Dass wir hier noch einen Gefangenen übersehen. Oh, zum Glück sind wir hier zu der Landezone gefahren. Das ist ja cool. Ja, ist doch einwandfrei jetzt hier noch gelaufen, ne? Haben wir sogar noch einen kleinen Extra-Bonus abgegriffen quasi.
Jetzt laden wir bloß einen nach dem anderen hier ein. Now you just need to extract the general's number 2. Ja, sind wir vorbei. Hab doch schon mal was vorbereitet. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Ja, Moment, aber zuerst nehmen wir das Ding noch mit. Has been updated. Und jetzt können wir mit. Gaining altitude. Da rennen wir was auf die Straße. Oh, jetzt werden sie wach da hinten. Tja, Leute. Zu spät. Departing. Die Fox hat zugeschlagen. Nice work. Keep it up. Extraction arrived at Motherbase. Development project has been added. Mission complete. Boss. Cool. Hat da oben hier geflohenen Gefangenen rausgeholt. 5000 Punkte gab es nochmal extra. Sehr schön. Keine neuen Versuche, keine Abschüsse. Gut, Wir haben ja leider ein bisschen Rambazamba machen müssen. Darum ist halt die Wertung auch nur B geworden, trotz der kurzen Zeit. Aber naja. Boss, about how we report this one to the client. I'll tell them we took heavy resistance from the renegade platoon and the hostage was killed in the firefight. Also, their leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us for this one, but we got a big enough reward from the general's number 2 instead. And as for the number 2, he's saying he wants to join Diamond Dogs. I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number 2 or number 200 for all I care. Boah, okay. Quarantäneplattform wurde gebaut. Aha. Die kenne ich jetzt nun gar nicht. Also auch nicht von Peace Walker, da gab es sowas nicht. Quarantäneplattform. Oh, Freiwilliger. S-Rang. Geil. Ja, A++ ist auch top, nicht? Nett. Sehr, sehr Boss, nett. we have an emergency. Many of our staff are falling ill. Nein. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. Ah, scheiße. Dafür ist jetzt bestimmt die Quarantäneplattform da. Ja, toll. Pusteln und auf der Brust und so, das klingt ein bisschen wie das, was wir hier im Haus des Teufels gesehen haben. Mit den Kassetten dann. Oder die Leichen in der Ölraffinerie, Pumpenanlage. Hast du nicht gesehen? Da waren ja dann auch so die Brust so aufgebläht. Boah, nicht schön, nicht schön. Mission Look list closely. updated. Those are the symptoms of the infection on Motherbase. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, you've never seen these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House. This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties.
But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other, and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. Okay. Ja. I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Development project Go to the has been Motherbase added. menu and select Staff Management. Alles klar. Gut, könnt ihr jetzt eh nichts anderes machen. Scheiße, ey. Ah ja, da oben ist es schon, ich sehe es. First, take a look at the quarantine facility we've set up. Okay, also das sind jetzt alle die... We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this fast. We're counting on you. Boah, okay, also sind ganz schön eingeschränkt jetzt, solange die Krankheit wütet. Das sind jetzt quasi schon die Infizierten, die automatisch in die Quarantänezone gesteckt wurden. Jetzt soll ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, ist okay, Netzwerkfehler, soll ich jetzt von den anderen Einheiten hier noch Leute reinstecken. So, und dafür muss ich jetzt rausfinden, woran ich die identifizieren kann. Also die müssen jetzt also hier irgendwas gemeinsam haben, sozusagen. Naja gut, Leute, passt auf, wir machen es so. Da ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen Plan habe und auch keine Vorstellung davon, wie lange das jetzt hier noch dauert, werde ich quasi jetzt einfach hier einen Cut machen an der Stelle und wir hören uns oder sehen uns gleich wieder, wenn ich es hab. Okay? Bis dann. Ja, und da bin ich wieder. Also, ich habe folgende Theorie. Ich habe jetzt, glaube ich, rund 20 Minuten hier rumgedoktert, keine Ahnung. Jeder, der die Sprache Kikongo spricht, ist meiner Meinung nach infiziert. Und ich habe jetzt sozusagen alle, die die Sprache Kikongo sprechen können, habe ich in die Quarantäne-Plattform geschoben oder bin gerade noch dabei. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob es das jetzt ist. Das werden wir gleich sehen. Und noch vorab eine kleine Warnung, sage ich mal. Die Folge wird etwas abrupt enden. Also ihr werdet nachher noch einen weiteren Cut sehen, wo dann nochmal eine Zwischensequenz kommt. Die kam halt bei einer anderen Nebenmission, als ich von der Motherbase gekommen bin. Darum wundert euch nicht, wenn das da jetzt so ein bisschen holter-die-polter springt. Aber ich möchte, dass ihr das unbedingt seht, weil es ist so eine wahnsinnig geile Zwischensequenz. Darum bleibt dran, genießt noch den Schluss. Ich melde mich am Ende einfach nochmal. Bis gleich. Incredible, boss. Thanks to you, the number of new victims has plummeted. And the common point between the infected. Is it really possible for a disease to spread because of that? Boss, a new job's come in. It's a hit.
I'm the human trafficker who sent Shabani and the others to Nzoya Badiabulu, where you ran into Skullface. The thing is, this guy might know something about the disease that's going around Motherbase. The symptoms are similar to the ones we saw at that factory. Start by checking the mission details on your iDroid. Stay back. It's too dangerous. Hey. Back up, kid. I said no. You have to stay back. Some things can't be helped. Back to your quarters. What's going on? Shabani. Mayaka 9 Kingoya. Shabani. It's down there. Hey, the tank at the bottom is filled with chlorine disinfectant. One whiff and you'll suffocate. Don't even. How could you let it fall down there anyway? Go down there, and it is over. Boss! Hey! Listen to me! There is no way to recover the body. What kind of stunt was that? Trying to panic us? Look. Here. Oder was sagt ihr? Das ist doch mal eine richtig geile Zwischensequenz mal wieder gewesen mit der guten Quiet. Da hat man doch mal so die Emotionen gesehen. Also ja, wie schon gesagt, ich fand, ihr musstet die einfach nochmal sehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir definitiv wie immer. Ich meine, wir spielen hier Metal Gear. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder rein. Euer Fox. Bis dann.
It let me live